Wir haben uns den Testsieger 2022 der Stiftung Warentest gekauft, die DeLonghi Eletta Explore. Ob der Kaffeevollautomat hält, was er verspricht und ob er die Investition wert ist, erfahrt ihr jetzt im Video. Mit der Eletta Explore könnt ihr neben 14 Heißgetränken auch noch 7 Kaltgetränke zubereiten. Zum Beispiel ein Coffee over Ice oder einen Iced Cappuccino. Außerdem könnt ihr eine ganze Kanne Kaffee auf einmal beziehen oder die To-Go-Funktion nutzen, um eure Getränke überall mit hinzunehmen. All das schauen wir uns jetzt gleich im Detail an. Wie immer haben wir euch genau dieses Modell hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir starten beim Bohnenfach. Das findet ihr oben auf dem Vollautomaten. Um das Aroma eurer Kaffeebohnen zu schützen, ist der Deckel abgedunkelt und hat eine umlaufende Gummidichtung. Dank der großen Öffnung lässt sich das Fach sehr einfach befüllen. In das Fach passen gut 300 Gramm Kaffeebohnen, die für ungefähr 30 Getränke reichen. Direkt im Bohnenfach findet ihr auch den Regler für den Mahlgrad. Auf Stufe 7 werden die Bohnen gröber und auf Stufe 1 feiner gemahlen. Es gibt noch jeweils eine Zwischenstufe, sodass ihr das Mahlwerk in insgesamt 13 Stufen einstellen könnt. Ab Werk ist Stufe 4 eingestellt. Wir haben mit Stufe 3 die besten Ergebnisse erzielt. Hier wird das Kaffeepulver schön fein und gleichmäßig gemahlen. Den Wassertank könnt ihr ganz praktisch nach vorne herausziehen und direkt am Vollautomaten auffüllen. Es passen bis zu 1,8 Liter hinein, die für ungefähr 12 bis 15 Getränke reichen. Das ist auch vollkommen ausreichend, da das Wasser immer möglichst frisch sein sollte. Wer möchte, kann den Tank auch komplett entnehmen und unterm Wasserhahn auffüllen. Das Design der Eletta Explore ist sehr modern. Wie fast alle Vollautomaten besteht sie überwiegend aus Kunststoff. Trotzdem sind alle Teile hochwertig verarbeitet. Beim Abtropfgitter aus Edelstahl hat DeLonghi dazugelernt. Das besitzt jetzt nämlich einen Kunststoffeinsatz, um es vor Kratzern zu schützen. Selbst nach längerem Gebrauch sieht es bei uns immer noch aus wie neu. Jetzt kommen wir zur Getränkezubereitung. Dafür schalten wir den Vollautomaten zunächst ein. Als erstes heizt sich das Gerät auf und spült die Leitung mit heißem Wasser durch. Nach etwa 40 Sekunden ist der Vollautomat auch schon bereit. Ihr bedient ihn über diesen modernen Touchbildschirm. Hier könnt ihr alle kalten und hier drüben alle heißen Getränke aufrufen. Ihr seht, hier ist alles Wichtige mit an Bord. Durch Antippen eines Getränks startet ihr auch direkt die Zubereitung. Über das Pluszeichen könnt ihr vorher Anpassungen vornehmen. Ihr könnt die Getränkemenge in 4 Stufen einstellen, für kleine bis große Tassen. Beim Aroma habt ihr 5 Stufen zur Auswahl, für milden bis sehr kräftigen Kaffee. Aktiviert ihr das Kaffeelöffel-Symbol, könnt ihr vorgemahlenes Kaffeepulver verwenden. Dazu füllt ihr einen Kaffeelöffel in dieses Fach hier oben beim Bohnenfach. Auf Stufe M gibt der Vollautomat übrigens einen 40 Milliliter Espresso aus, den wir jetzt als erstes beziehen wollen. Im Vollautomaten ist übrigens ein hochwertiges Kegelmahlwerk aus Stahl verbaut. Während dem Mahlvorgang haben wir im Schnitt 66 Dezibel gemessen. Damit ist die Eletta Explore etwas leiser als andere DeLonghi Modelle und liegt damit ungefähr im Durchschnitt, was die Lautstärke angeht. Nach gut 40 Sekunden ist unser Espresso auch schon fertig. Als erstes messen wir aber schnell die Temperatur. Mit 67 Grad hat der Espresso genau die gewünschte Temperatur. Wem das nicht heiß genug ist, der kann die Temperatur auch auf Maximum stellen. Wir haben übrigens alle Getränke auf mittlerer Stufe bezogen. Wie ihr sehen könnt, die Crema ist richtig dicht und haselnussbraun. Genau so muss ein guter Espresso auch aussehen. Geschmacklich kommen die Aromen sehr gut zur Geltung.
Im Vergleich zu anderen Vollautomaten ist die Eletta Explore auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Falls ihr wissen wollt, wie ihr die Eletta Explore am besten einstellt, um richtig gute Getränke zu bekommen, schaut euch am besten auch unser Einstellungsvideo an. Dort geben wir euch Tipps für Espresso, Kaffee, Cappuccino und Latte Macchiato. Weiter geht es mit dem klassischen Kaffee. Hier haben wir das Aroma auf Stufe 4 und bei der Getränkemenge Stufe M ausgewählt. Auf Stufe M erhaltet ihr ungefähr 180 Milliliter. Bei DeLonghi muss man bei der Getränkemenge immer etwas rumprobieren, da man leider keine konkreten Milliliter einstellen kann. Nach ungefähr 1,5 Minuten ist unser Kaffee fertig. Mit 74 Grad ist er auch ordentlich heiß. Er hat eine schöne Crema und ist intensiv im Geschmack. Allen Kaffeetrinkern möchten wir an dieser Stelle den Long empfehlen. Der wird mit dem sogenannten Schwallbrühverfahren zubereitet. Dabei wird das Wasser nicht konstant, sondern in kurzen Schüben und mit niedrigem Druck durch den Kaffeepuck gepresst. Außerdem verwendet der Vollautomat nach der Hälfte der Zubereitung einen zweiten Kaffeepuck für euer Getränk. Die schubweise Zubereitung und der zweite Kaffeepuck sorgen dafür, dass das Kaffeepulver nicht überextrahiert wird und weniger Bitterstoffe in euren Kaffee gelangen. Für den Long benötigt der Vollautomat mit 2,5 Minuten etwas länger als für den normalen Kaffee. Im direkten Vergleich ist der Long dafür aromatischer und weniger bitter als der normale Kaffee. Wenn ihr also etwas mehr Zeit habt, solltet ihr unbedingt den Long probieren. Als nächstes schauen wir uns die Getränke mit Milchschaum an. Für alle Heißgetränke brauchen wir diesen schwarzen Milchbehälter hier. In den passen bis zu 500 Milliliter Milch. Je nach Getränk reicht das für ungefähr 4 bis 6 Bezüge. Für unsere Tests verwenden wir übrigens immer gekühlte Milch mit einem Fettgehalt von 3,5%, denn die gibt den besten Geschmack. Als nächstes öffnen wir diese Klappe hier und klicken den Milchbehälter ein. Über diesen Regler könnt ihr die Konsistenz des Milchschaums einstellen. Auf Stufe 1 erhaltet ihr nur heiße Milch, auf Stufe 2 bekommt ihr eine kleine Milchschaumhaube und auf Stufe 3 gibt es viel Milchschaum. Perfekt für Cappuccino, den wir jetzt auch beziehen wollen. Wir wählen beim Cappuccino jetzt Stufe L aus, denn dann wird unser 250 Milliliter Glas schön voll. Beim Aroma stellen wir Stufe 4 ein. Wie immer bei DeLonghi ist das Milchsystem im Milchbehälter integriert. Das ist beim Reinigen besonders praktisch, wie ihr später noch sehen werdet. Es gefällt uns gut, dass der Vollautomat immer klar mitteilt, was er gerade macht. Jetzt kommt noch der Espresso dazu und nach 80 Sekunden ist unser Cappuccino auch schon fertig. Nach der Zubereitung lobt sich die Eletta sogar selbst. Na, mal sehen, ob das stimmt. Wir messen als erstes wieder die Temperatur. Mit 71 Grad ist der Cappuccino schön heiß. Wie ihr sehen könnt, ist der Milchschaum sehr fein. Sogar so fein, dass wir die einzelnen Bläschen kaum erkennen können. Dadurch schimmert der Schaum sogar ein bisschen. Und auch geschmacklich ist der Cappuccino top. Milch und Espresso bilden ein harmonisches Gesamtbild. Im Mundgefühl ist der Cappuccino samtig, was vor allem am feinporigen Milchschaum liegt. Einfach klasse. Wenn ihr den Milchauslass und den Kaffeeauslass bis ganz nach oben stellt, passen auch bis zu 13 cm hohe Gläser darunter. Übrigens könnt ihr mit der Eletta Explore bis zu 4 Profile anlegen, in denen ihr sämtliche Einstellungen abspeichern könnt. Jedem Profil könnt ihr außerdem auch einen eigenen Namen geben. Wenn euch das Video gefällt, unterstützt uns gerne mit einem Like. Als nächstes möchte ich jetzt einen Latte Macchiato für meine Frau beziehen. Dazu wähle ich hier oben ihr Profil aus. Ihr seht, hier haben sich die Einstellungen direkt verändert. Und auch die Farbe ist von Rot zu Türkis gewechselt. Die Farbe wird übrigens immer beibehalten, damit ihr gleich erkennt, in welchem Profil ihr euch befindet. So, ich
könnte bei Menge zwar XL auswählen, dann weiß ich aber nicht genau, ob das große Glas hier auch wirklich voll wird. Daher werde ich euch jetzt gleich die Mai-Funktion zeigen, mit der ihr jedes Getränk exakt eurer Tasse anpassen könnt. Dazu wählen wir zunächst das Aroma für den Espresso aus und drücken auf Start. Jetzt gibt der Vollautomat so lange Milchschaum aus, bis wir auf Stopp drücken. So, das passt jetzt. Dann kommt noch der Espresso dazu. Ja, das reicht. Jetzt können wir genau diese Mengen im türkisen Profil speichern. Wenn wir den Latte Macchiato aufrufen, seht ihr, dass genau diese Milch- und Kaffeemenge hinterlegt ist. Hier drüben könnt ihr zu den normalen Stufen wechseln. Über das Herz können wir die Einstellung noch als Favorit speichern, um den Latte Macchiato beim nächsten Mal noch schneller zu beziehen. Eure programmierte Getränkemenge könnt ihr auch ganz einfach wieder auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Doch zurück zum Latte Macchiato. Mit 63 Grad hat er die optimale Temperatur. In der Konsistenz ist der Milchschaum etwas flüssiger und cremiger als beim Cappuccino, da wir hier Stufe 2 eingestellt haben. Der Schaum ist wieder super fein und seidig glänzend. Als nächstes zeigen wir euch die kalten Getränke. Dafür benötigt ihr diesen mitgelieferten Eiswürfelbehälter. Den füllt ihr einfach mit Wasser und packt ihn dann in eure Gefriertruhe. Wir haben das Ganze schon mal vorbereitet. Hier seht ihr jetzt alle kalten Getränke, die ihr mit der Eletta Explore zubereiten könnt. Wir wollen euch als erstes den Coffee over Ice zeigen. Da fragt euch der Vollautomat nach der Getränkemenge und ob ihr Kaffeebohnen oder bereits gemahlenes Kaffeepulver verwenden möchtet. Je nachdem, ob ihr hier Eis oder Extra Eis auswählt, sollt ihr 6 oder 8 Eiswürfel in euer Glas geben. Wir haben einfach nur Eis ausgewählt und brauchen daher 6 Eiswürfel. Der heiße Kaffee trifft direkt auf die Eiswürfel und wird dadurch sofort runtergekühlt. Der Kaffee, der hier rauskommt, ist übrigens wesentlich konzentrierter, da er durch die geschmolzenen Eiswürfel gestreckt wird. Ich bin gespannt, wie dieser Kaffee im Vergleich zum Cold Brew schmeckt, bei dem das Kaffeepulver über viele Stunden hinweg in kaltem Wasser eingeweicht wird. Checken wir mal die Temperatur. Eine echte Erfrischung im Sommer. Und auch geschmacklich kann der kalte Kaffee überzeugen. Er ist nicht ganz so mild wie ein Cold Brew, sondern etwas intensiver. Dafür, dass wir ihn so schnell beziehen konnten, ist er wirklich gut geworden. Wer möchte, kann hier auch noch eine Kugel Vanilleeis dazugeben. Jetzt schauen wir uns die Getränke mit kaltem Milchschaum an. Dazu benötigen wir diesmal den weißen Milchbehälter. Laut Anleitung sollt ihr für die kalten Getränke immer Magermilch mit weniger als 0,5% Fett oder pflanzliche Alternativen wie Soja- oder Mandelmilch verwenden. Dann wird der kalte Milchschaum auch cremig. In den weißen Behälter passen bis zu 375 ml Milch, die für 3 bis 5 Getränke reichen. Auch hier könnt ihr die Milchschaumkonsistenz anpassen. Wir wollen als erstes einen Cappuccino beziehen und stellen daher die empfohlene Stufe 3 ein und wählen dann den Cappuccino Mix aus. Der Cappuccino Mix ist übrigens ein Cappuccino in originaler Reihenfolge. Das heißt, hier kommt erst der Espresso ins Glas und anschließend der Milchschaum dazu. Das hat den Vorteil, dass der heiße Espresso sofort durch die Eiswürfel gekühlt wird. Beim Cappuccino Mix vermischen sich der Milchschaum und Espresso bereits während der Zubereitung. Dadurch schmeckt er etwas anders als der normale Cappuccino. Jetzt kommt noch der kalte Milchschaum dazu. Seine Konsistenz ist wesentlich flüssiger als beim heißen Milchschaum.
Das ist aber auch kein Wunder, denn kalter Milchschaum ist weniger stabil, da die Hitze zum Aufschlüsseln der Eiweißmoleküle fehlt. Erstmal Temperatur messen. Oha, das ist wirklich schön kühl. So, Milchschaumcheck. Sehr cremig und feinporig. Wir haben wirklich nicht erwartet, dass das so gut klappt. Geschmacklich ist der kalte Cappuccino ein echtes Highlight und hat uns wirklich begeistert. Anfangs dachten wir noch, dass wir die kalten Getränke sowieso nicht brauchen, aber da müssen wir unsere Meinung doch nochmal überdenken. Gerade im Sommer sind die nämlich die perfekte Erfrischung auf Knopfdruck. Hier seht ihr nochmal alle Kaffee- und Milchschaumgetränke, die ihr mit der Eletta Explore beziehen könnt. Die mit dem blauen Sternchen bekommt ihr zusätzlich auch als kalte Getränke. Darüber hinaus könnt ihr einfach nur heiße Milch oder heißes Wasser für Tee zubereiten und eine ganze Kanne Kaffee mit 750 Millilitern auf einmal beziehen. Dazu führt der Vollautomat 6 Mahl- und Brühvorgänge durch. Bei uns war diese Kaffeekanne übrigens im Lieferumfang enthalten. Das ist jedoch modellabhängig. Unsere Modellbezeichnung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Beim Espresso könnt ihr auch 2 Tassen gleichzeitig zubereiten. Alle anderen Getränke lassen sich nur nacheinander beziehen. Das liegt vor allem daran, dass das Gerät nur einen Milchauslass hat. Warum man aber nicht wenigstens 2 Kaffee beziehen kann, wissen wir nicht. Der Doppelbezug ist nach wie vor einfach keine Stärke von DeLonghi. Dafür hat die Eletta Explore eine To-Go-Funktion, damit ihr eure Lieblingsgetränke überall mit hinnehmen könnt. Durch Anheben dieser Klappe passen bis zu 16 cm hohe To-Go-Becher unter die Auslässe. Im Display könnt ihr die Getränkemenge dann exakt eurem To-Go-Becher anpassen. Hier seht ihr jetzt alle Getränke, bei denen die To-Go-Funktion möglich ist. Jetzt schauen wir uns an, wie leicht sich das Gerät wieder reinigen lässt. Nachdem ihr Getränke mit Milchschaum bezogen habt, dreht ihr den Regler am Milchbehälter auf Clean. Dann wird der Milchauslass gründlich mit heißem Wasser gespült. Die Milchbehälter könnt ihr bis zu 2 Tage im Kühlschrank aufbewahren. Danach solltet ihr sie gründlich reinigen, indem ihr sie in ihre Einzelteile zerlegt und in die Spülmaschine packt. Sobald der Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale voll sind, erscheint dieser Hinweis im Display. Dann zieht ihr sie einfach nach vorne heraus. Der Kaffeesatzbehälter hat auch eine gute Größe. Es passen bis zu 14 Kaffeepucks hinein. Unter dem Abtropfgitter befindet sich die Abtropfschale. Darin landet das Wasser der Spülvorgänge. Hier sind keine Kaffeereste zu finden, Spülwasser und Kaffeepucks werden also sauber getrennt. Wie ihr seht, sind die Pucks sauber gepresst und trocken. Beide Behälter leert ihr aus und spült sie anschließend ab. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie aber auch in die Spülmaschine packen. Wenn ihr den Wassertank entfernt, gelangt ihr an die Brühgruppe. Die könnt ihr einfach herausnehmen, wenn der Vollautomat ausgeschaltet ist. Das ist wichtig, denn wie ihr hier sehen könnt, sammeln sich daran die Kaffeereste aus den Brühvorgängen. Deshalb solltet ihr die Brühgruppe laut Anleitung einmal im Monat mit klarem Wasser abspülen. Dieser Balken zeigt euch an, wann die nächste Entkalkung fällig ist. Das ist zum einen von eurer Wasserhärte abhängig und zum anderen davon, ob ihr einen Wasserfilter benutzt oder nicht. Der erste Wasserfilter und Entkalker sind übrigens im Lieferumfang enthalten. Unser Fazit nach einem Monat gründlicher Tests. DeLonghi hat es mal wieder geschafft, einen Vollautomaten mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Alle Getränke konnten uns geschmacklich sehr überzeugen. Der Milchschaum war extrem fein und der Espresso vollmundig und aromatisch. Die kalten Getränke sind gerade im Sommer eine willkommene Abwechslung. Außerdem ist die Eletta Explore sehr einfach in der Handhabung, lässt sich einfach bedienen und alles wirkt sehr gut durchdacht. Der Vollautomat lässt sich einfach reinigen und fast alle Teile dürfen in die Spülmaschine. Das moderne Touch-Display ist besonders übersichtlich und intuitiv verständlich. Alle wichtigen Einstellungen lassen sich mit wenigen Klicks anpassen und können in bis zu 4 individuellen Profilen abgespeichert werden. Die neue DeLonghi Eletta eignet sich daher besonders gut für Familien und Explorer, die viele Getränke entdecken wollen.
Noch mehr Details zum Gerät bekommt ihr auf unserer Website. Dort erfahrt ihr auch, wie die Eletta Explore im Vergleich zu anderen Vollautomaten abschneidet. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wenn euch unser Video gefallen hat, klickt jetzt den Like-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich gönne mir jetzt mal noch einen Cappuccino und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann, euer Patrick von den Coffee Tasters.